Mit 5 ganz einfachen Schritten gelingt dir ein abstraktes Werk. Schau dir in diesem Video an, wie es geht. Als Untergrund habe ich hier eine stärkere Holzplatte gewählt, die ich bereits an den Rändern mit Gesso weiß gestrichen habe. Für den ersten Schritt verdünne ich jetzt zunächst 2 Acrylfarben. Das ist einmal ein Blaugrün und dann gleich auch nochmal ein Schwarz, Schwarz als neutralen Ton. Und die Farben sollen gut flüssig sein, aber nicht zu viel Wasser enthalten, weil sonst irgendwann die Farbigkeit natürlich auch verloren geht. Das Schwarz ist jetzt auch angerührt und dann geht es mit Gesso weiter. Ich habe das Gesso selbst angerührt. Du kannst dir hier das passende Video dazu anschauen. Und zunächst streiche ich eine dicke Schicht Gesso auf die Holzplatte. Und direkt im Anschluss an das Spachteln des Gessos gieße ich jetzt die Farben ein. Das heißt, ich fange zunächst mit dem Blau an und dann kommt auch noch ein bisschen Schwarz. Die Farben sind sehr intensiv. Das werdet ihr auch jetzt sehen, wenn ich mit ein bisschen Wasser darüber sprühe. Da bleibt trotzdem viel Farbigkeit auf dem Untergrund. Und das muss man jetzt ein bisschen verteilen. Und ich merke jetzt an dieser Stelle auch, dass ich zu viel Feuchtigkeit, zu viel Flüssigkeit auf dem Bild habe und nehme das einfach mal mit einem Küchentuch ab. Und jetzt werden die Farben auch etwas besser und deutlicher. Da könnt ihr spielen. Das ist jetzt eine Frage, wie es euch gefällt. Ich gucke hier nochmal, ob die Farbe fließt, merke dann aber, dass es noch ein bisschen nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das ist inzwischen ja eine Masse, mit der man arbeiten kann. Also die Farbe dringt in das Gesso ein. Du kannst mit Wasser drüber sprühen, kannst schauen, ob da schöne Effekte entstehen. Und ich entschließe mich hier aber nochmal dazu, ein bisschen was wegzunehmen. Tupfe also nochmal mit dem Küchentuch drüber, kann auch Schlieren ziehen, merke gerade, dass mir dieser Effekt auch ganz gut gefällt. Tupfe jetzt nochmal unregelmäßig ab. Also ihr merkt, es ist ein Spiel, das kann man so gar nicht endgültig beschreiben. Aber irgendwann habt ihr einen Stand, der euch dann als Grundlage gefällt. Er ist nicht zu dunkel, er hat auf jeden Fall farbliche Aspekte. Und das Wichtigste an dieser Schicht ist, dass ihr etwas Struktur in diesem Untergrund habt, was dann die nächsten Schritte leichter macht. Nach 1 bis 2 Tagen ist das trocken und dann geht es an den nächsten Schritt. Du klebst einen Bereich mit Klebeband ab. Möglichst nicht in der Mitte, sondern so ein bisschen an die Seite verlagert. Dadurch, dass ich hier ein Quadrat habe, ist es also egal, ob rechts, links, oben, unten. Das Klebeband sollte ein sehr präzises Klebeband sein. Das heißt, du musst darauf achten, dass keine Farbe unter dieses Klebeband läuft. Und dann nehme ich mir ein bisschen Grobspachtelmasse, also eine Spachtelmasse, die einen guten Stand hat, und gebe dazu ein bisschen Schwarz und mische die beiden. Das heißt, ich mische die Grobspachtelmasse jetzt in das Schwarz rein. Man kann also gucken, wie viel Masse ich brauche. Ich will ein bisschen eine Farbe anrühren, die einen gewissen Stand hat. Du kannst gucken, was du im Atelier hast. Nur sollte es so sein, dass es ein bisschen eine Spachtelmasse wird und mehr Stand hat als eine Farbe. Und das nehme ich dann direkt so an den Spachtel und kratze jetzt mit dieser Farbe über den vorhandenen Untergrund. Und dann nimmst du auch noch das Blau dazu, kannst beide Farbtöne mischen und weiter auftragen.
Zum Schluss verziehe ich noch ein bisschen die Farbe mit den Händen. Das kann man machen, muss man nicht. Schau, wie es dir gefällt. Wenn diese Schicht trocken ist, klebst du erneut Bereiche ab. Und zwar ist das einmal ein Viereck im oberen Bereich jetzt von meiner Warte aus gesehen und einmal entlang der Kante unten, da lässt du so 3-4 cm stehen. Diese Bereiche werden jetzt gesondert eingefärbt. Für das Rechteck oben nehme ich ein Schwarz. Verdünne das jetzt ganz stark, das muss also eine flüssige Farbe sein, sodass sie ganz transparent aufliegt. Und dann kannst du auch direkt diesen Bereich überstreichen, also komplett über beide Farbtöne hinweg. Das ist eine lasierende Schicht, das heißt, der Untergrund wird durchscheinen. Kommt jetzt noch ein bisschen Wasser drauf, damit es sich auch gut auf dem Untergrund verteilt. Und dann sind wir auch schon mit dieser Schicht im Grunde fertig. Ich kann es noch ein bisschen abtupfen, wenn es zu viel Wasser ist, aber da sieht man schon die unterschiedlichen Bereiche. Und mit diesem langen, schmalen Bereich gehen wir genauso vor, nur diesmal mit weißer Farbe, ein bisschen Wasser drauf, ein bisschen verteilen, nochmal etwas abtupfen und dann hast du auch hier die richtige Farbigkeit eingebracht. Das habe ich gut trocknen lassen und erst nach dem Trocknen die Haftstreifen entfernt und so sieht es jetzt aus. Man sieht also oben das Viereck, unten den Streifen und nun geht es zum vierten Schritt. Auch für diesen Schritt brauche ich nur Schwarz und Weiß, aber dieses Mal wird es malerisch. Das heißt, wir gehen jetzt raus aus dieser grafischen, aus dieser sehr geraden Struktur und ich schaue, wo sich Bereiche ergeben, die ich ein bisschen beruhigen kann. Und dabei wird es dann auch ein bisschen, raus aus dem senkrecht waagerecht. Das ist jetzt nicht ganz so einfach zu beschreiben. Da musst du einfach schauen, welche Bereiche sich in deinem Bild ergeben haben, die man einfach etwas beruhigen kann. Ich bleibe hauptsächlich oder fast ausschließlich am Rand, um hier auch ein bisschen diese starre 30×30 aufzubrechen. Und in diesem Schritt habe ich mich dann auch entschlossen, die Ränder schwarz zu streichen, weil das einfach etwas besser zu meinem Bild passt. Für den fünften Schritt brauchst du dann noch einmal alle Farben, also dann Blau, Weiß und Schwarz und einen Spachtel. Ich habe jetzt einen etwas länglichen Spachtel. Und meine Farben gebe ich jetzt auch nicht auf meinen Teller, denn der ist ein bisschen gebogen, sondern ich gebe das auf ein Stück Papier in so ein bisschen langen Streifen, weil ich dann den Spachtel gut ansetzen kann. Und ich beginne hier im Moment erstmal nur mit Blau. Das wird aber am Ende zu intensiv sein, das heißt, du brauchst also auch Weiß und Schwarz noch dazu. Es ist nur eine kleine Kante von dem Blau, die ich jetzt ansetze und dadurch nochmal enorm Farbigkeit ranbringe. Ich setze sie zunächst mal auf den Bereichen auf, wo sich zwei Farbflächen treffen, um die ein bisschen aufzubrechen. Aber das ist dann jetzt eine intuitive Arbeit, lass dich einfach leiten.
Nach einem weiteren Tag trocknen ist dann dein Werk fertig. Hier siehst du die Farbspuren, teilweise sehr klein, der schwarze Rand. Und da es ein dunkles Werk ist, wähle ich einen Lack mit Glanz, also Seidenglanz oder direkt glänzend, gib ein bisschen Wasser noch hinzu und dann lackierst du das einmal durch und dein Werk ist fertig.